Hallo liebe Freunde, Juri aus Irkutsk grüßt euch ganz herzlich. Ich lade euch ein, mit mir einen Spaziergang zu machen. Ich zeige euch einige Stellen im Stadtzentrum. Unser Spaziergang beginnt vom Zentralmarkt. Also bleibt bitte dran, los geht's. Ich zeige euch einige Holzhäuser, die hier noch stehen. Einige sind abgerissen, aber viele sind noch da. Zum Beispiel hier kann man ein verfallenes Haus sehen. Wird bis Ende noch nicht abgerissen, aber daneben steht ein frisch saniertes Haus oder sogar neu gebaut. Sieht sehr schön aus. Im Stadtzentrum kann man einige Häuser sehen, die so frisch saniert sind, wie es früher war. Ich weiß nicht, was in diesem Haus untergebracht ist. Das wird vermutlich ein Büro einer Firma. Hier steht noch ein verfallenes Haus, ist nicht mehr bewohnt. Aber ich denke mal, mit der Zeit wird hier die Gegend von verfallenen Häusern aufgeräumt. Hier beginnt die Kiewska Straße. Ein Video von dieser Straße gibt es schon auf meinem Kanal. Und hier möchte ich euch ein interessantes Hotel zeigen. Sehr schönes Gebäude. Auch frisch saniert ist das Haus. Das ist ein Hotel, man kann es buchen. Die Adresse heißt Podgorne 16. Ich habe die Bilder im Internet gesehen. Die Einrichtung ist sehr modern, alles neu, aber die Umgebung ist hier nicht so angenehm, zu laut. Sieht nicht so gemütlich aus. Also noch einmal möchte ich euch die Ecke hier zeigen. Als Tourist kann man diese Gegend hier im Stadtzentrum so besuchen, Bilder machen, aber eine Unterkunft würde ich hier kaum buchen. Nicht so gemütlich ist hier. Es gibt bessere Unterkünfte und Hotels in der Stadt. Heute ist Samstag. Ich habe mir gedacht, es muss heute ruhig im Stadtzentrum sein, aber nicht so ruhig. Viele Autos sind unterwegs. Das ist die Miete. Die Immobilienpreise sind hier ziemlich hoch. Hier kann man einige Holzhäuser sehen. Aber ich gehe weiter und zeige euch eines der teuersten Wohnhäuser in der Stadt Irkutsk. Bleibt bitte dran. Das Wetter spielt heute leider nicht mit. Draußen ist etwa +1 Grad Celsius nur oder sogar 0 Grad. Das ist so ein ruhiges Zentrum, kann man sagen. So, liebe Freunde, ich bin schon vor Ort. Dieses Wohnhaus ist ein Magnet, sogar für die Einheimischen. Viele Leute machen hier Bilder. Dieses Haus ist bekannt geworden. Sowas habe ich in Hamburg gesehen. Also das ist so deutsche Architektur. Dieses Haus hat nur 17 Wohnungen. Eine Einzimmerwohnung kostet 25 Millionen Rubel. Ohne Renovierung. Dann muss man in die Renovierung noch etwa 4 oder 5 Millionen Rubel investieren. Und dann haben wir im Endeffekt 30 Millionen Rubel. Das sind 300.000 Euro.
Schreibt bitte mal in die Kommentare, was kann man in Europa für 300.000 Euro kaufen. Nur 17 Wohnungen hat dieses Haus. Nur steinreiche Leute können sich sowas leisten. Hier ist die Gegend. Das Haus hat wirklich interessante Architektur. Einfach und praktisch. Noch ein Video für euch von der Umgebung, von der Gegend, wo das teuerste Haus steht. Wenn man in diesem teuren Haus wohnt, dann hat man unterschiedliche Nachbarschaft. Aber die Lage ist sehr zentral. Und ich habe gehört, alle Wohnungen sind schon ausverkauft. Die Architektur finde ich so passend in die Stadt, ins Stadtbild. Jetzt gehe ich weiter zum Touristenviertel. Auf meinem Weg zum Touristenviertel befindet sich der mongolische Konsulat. Zum Glück brauchen Russen und Deutsche kein Visum für dieses asiatische Land. Ich war in der Mongolei schon 6 Mal. Das Land ist besuchenswert mindestens einmal. Also bleibt bitte dran, ich gehe jetzt weiter. Der Opa Lenin steht an seiner Stelle und zeigt uns den Weg in eine bessere Zukunft. Chinesische Touristen mögen diese sowjetische Thematik und machen gerne Bilder mit ihm. Draußen ist wirklich kühl. Also so lange bleibt man heute nicht gerne draußen. Aber ich gehe weiter und mache noch einige Aufnahmen für euch von der Stadt Irkutsk. Das ist Leninstraße. Hier gibt es immer viel Verkehr, egal ob es Arbeitstag ist oder Wochenende. Immer was los. Hier auf der Straße kann man auch historische Gebäude sehen. Jetzt stehe ich in der Mitte des Touristenviertels, möchte euch einige Holzhäuser zeigen. Das sind alles moderne Holzhäuser, nachgemacht sozusagen. In diesen Holzhäusern sind entweder Hotels oder Gaststätten und Imbisse untergebracht. Und hier kann man auch das ostdeutsche Auto Barkas B1000 sehen. In diesem Viertel herrscht immer fröhliche Stimmung. Als Touristen muss man dieses Viertel unbedingt besuchen. Hier kann man essen gehen oder eine Unterkunft buchen. Zum Beispiel da drüben steht das Hotel Berezka. Hier ist immer was los. Viele Touristen kann man sehen, besonders aus China. Und jetzt möchte ich euch mein beliebtes Holzhaus in diesem Viertel zeigen. Hier kann man sich gemütlich hinsetzen, sich ausruhen vor dem Spaziergang. Es liegt ein bisschen abseits von den Spazierwegen der Touristen. In diesem Holzhaus ist so eine Ausstellung untergebracht. Ich gehe jetzt zu meinem beliebten Imbiss. Kuchen vom Neuseeland heißt es.
möchte mich aufwärmen, heißen Tee trinken und einen Kuchen essen. Bleibt bitte dran. Also ich habe mich gesättigt, mir geht es jetzt viel besser, habe mich aufgewärmt. Und hier möchte ich euch noch eine interessante Gaststätte empfehlen. Das ist burjatisch-mongolische Küche mit dem Namen Khan Buza. Ist auch besuchenswert. Hier kann man auch gut essen gehen. Das ist mein Geheimtipp für euch. Besonders gefällt diese Küche denjenigen, die Fleisch gerne essen. Also, liebe Freunde, noch ein interessantes Holzhaus möchte ich euch in Irkutsk zeigen. Ich gehe jetzt da rein, möchte euch es näher zeigen. Darin ist die private Bäckerei untergebracht mit dem Namen Katjen Chleb. Hier kann man frisch gebackenes Brot kaufen sowie Kuchen. Darin gibt es auch Sitzplätze, man kann sich gemütlich hinsetzen und Tee trinken. Also das ist ein Geheimtipp von mir für euch. Die Stadt Irkutsk hat die Partnerschaft mit der deutschen Stadt Pforzheim. Und dieser Partnerschaft ist diese Stelle gewidmet. Die Partnerschaft ist natürlich in der jetzigen Situation eingeschlafen, aber hoffentlich kommt sie dann in Zukunft wieder zum Leben zurück. Noch etwas möchte ich euch gerne zeigen. Das ist Hotel Taiga. Das ist noch ein Geheimtipp für euch von mir. Das ist ein sehr gutes Hotel mit sehr guter Küche. Eine Übernachtung für 2 Personen kostet etwa 60 € mit Frühstück. Weitere Preise kann man auf der offiziellen Webseite anschauen. Das Hotel Taiga in Irkutsk. Die Lage ist sehr zentral. Empfehlenswert als Unterkunft für ein paar Übernachtungen in der Stadt Irkutsk. Herzlich willkommen, liebe Freunde.